That was the way of, also, jetzt spreche ich schon Englisch. Es war die Art von Maulana Sheikh, von Großscheich Abdullah Darastani, so sagt Maulana Sheikh Nazim hier. War immer sein Ratschlag, sich von Fitna fernzuhalten. Einfach fernzuhalten von Fitna. Und Afflictions, hat er gesagt. Fitna ist haram im Islam. Vom Gesetz her, ja, haram. Fitna zu machen ist schlimmer als Menschen zu töten. Vom Gewicht der Sünde her, Fitna ist schlimmer als Menschen, wenn ein Mensch umgebracht wird. In der Zeit von Rasulullah wahrscheinlich, oder was steht hier? Das sind Hieroglyphen, das sind ägyptische Hieroglyphen. Von, oder des? Des, Engel. Danach kommt Saad, arabisches Saad. Engel, in der Zeit der Engel. Ja. Okay. Geschichte ist auf jeden Fall so, eines Nachts spät gab er den Befehl, er gab Bilal den Befehl, die Leute in die Moschee zu rufen. Prophet Mohammed, mitten in der Nacht. Und alle versammelten sich in der Moschee und alle waren irgendwie Gefährten von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I think I have to speak English. There's 1, 2, 3, 4, 5 now. Ja. Und die haben sich gefragt, was ist der Grund, dass der Prophet Mohammed mitten in der Nacht uns aufweckt und befiehlt, in die Moschee sich zu versammeln. Und er sagte, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh meine Gefährten, Allah gab mir einen wichtigen Befehl. Der ist so wichtig, dass ich euch sofort informieren muss. Dieser Befehl. Wo ist denn das jetzt? Wo habe ich das jetzt verschlagen? Wo ist das hier? Hier, ne? Nee, auch nicht. Es ist Fastenzeit. Ja. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, mein Herr sandte mir Gabriel alaihi salam und der sagte zu mir, dass der Grund der Zerstörung dieser Nation darin liegt, dass man darüber spricht, über Geschehnisse, die in der Vergangenheit passierten. Man beschäftigt sich und man spricht darüber, was in der Vergangenheit passiert. Schlechte Sachen passiert sind. Zum Beispiel vor 2 Stunden. Und damit wiederholt man das Geschehen. Das ist uns nicht bewusst. Wir reden über schlechte Sachen und ziehen die wieder rauf. Menschen lieben das. Bei allen Gelegenheiten. Ja. Beim Essen zum Beispiel, wo du essen musst, sagst Bismillah Rahman Rahim, Shifa, Ya Rasulallah, Ya Allah, Bismillah. Der hat Krebs, hast du schon gewusst?
und das. Und weißt du schon, was da wieder passiert ist? Und da war noch ein Stück. Und bei allen Gelegenheiten wird es, alle Gefühle kommen hoch, alles Schlechtigkeiten, alles wird hoch, die ganze Emotion, das ist der Trick von Shaitan und vom Ego, ist halt so. Wenn man auf den Knopf drückt, bei dem anderen, dann kommt es halt hoch. Dann lebt man es nochmal durch. Und nochmal und nochmal. Es gibt Leute, die leben eine Sache 1000-mal durch, 2000-mal, 3000-mal, 5000-mal, 10.000-mal, ein ganzes Leben bis zum Ende. Das ist schlecht, das macht krank und davon stirbt man. Und da wird die Nation von zerstört. Die Menschheit sozusagen, die wird davon zerstört. Die Nation von Mohammed ist jetzt alles, sallallahu alaihi wasallam. Alle sind Sayyidina Mohammed, ob sie es wissen oder nicht. Er ist der Beschützer dieser Menschheit seit seinem Erscheinen auf diesem Globus, auf dieser Erde. Und Zerstörung kommt dadurch. Yes. In English, this means that the Prophet, one night, he asked the companions to come to the mosque in the middle of the night, asking Bilal to make azan and to get everyone in the mosque in the middle of the night. The companions were very shocked that they, at this time they had to come to the mosque. What's happened? What happened? And the Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, "O my companions, the reason is that Allah just gave me an order, and He sent me Jibreel alayhi salam just now, and he was saying that the reason of the destruction of the ummah, destruction of the nation, the reason for it lies in the speaking of past things, the bad past things. Yes? What just happened maybe 2 hours before, or 1 week, or 2 weeks, or in the past, bad things, to speak about them again, to bring it up again, all the feelings, all the things, all the fitna, this is fitna, we're talking about fitna again, bringing up through speaking and thinking. Because if we think, then our emotions they know, emotions coming up also, and you live that, what happened, you had to live. But what happened, you had to go through it. But then you go another time through it, because you think about it, and you speak about it, and everyone is, yes. This is a trick of Shaitan. He makes the people angry again from the same thing, so that they make war, destruction, they get sick, they die, and everything. This is the reason. We are doing this every day. In normal life, we're speaking about bad things. And it's not necessary. It's not necessary. But we bring it up for no reason. For just a reason of the habit. During eating, between sunnah and fard, saying this happened, that happened, this, or I don't know, any occasion we bring bad things from up, and again the motion, everyone coming down. Anyone is happy with Allah, with his dhikr, he leaves that dhikr, he listens to that fitna, down. Finish. This is, stay in the dhikr. That is why the Prophet said, make always la ilaha illallah, he said to Sayyidina Ali. How I get near to Allah? Make always la ilaha illallah. Always. How I make always? Ya Rasulullah, he asked. How is that? How I can say always la ilaha illallah? Because people coming in. Then he gave that secret to him from heart to heart. Rasulullah, he put it into the heart of Sayyidina Ali, la ilaha illallah, forever. Never stopping from that moment, always was going on, la ilaha illallah. So you can say to him anything, he's not coming down. This we have to reach. They're asking us to reach this, inshallah, not to come down. Because when you come down, you are useless. You have to be useful, inshallah. Okay, this is explained, he's explaining again through an example, but it's the same. Yes, if two people, they are quarreling with each other, for instance, then
they quarrel, they have the bad feelings, and that is what I just said. And then after 2 days, he's meeting the person and said, do you remember you said this and this to me? And he said, what? Ah, yes. Oh, yes, I said it. Oh, yes. Yeah, because I was right and you were wrong. Again, same thing. Zwei Leute reden miteinander, streiten, haben irgendwelche Gefühle und dann nach 2 Tagen, nachdem es längst vorbei ist, trifft er den wieder. Schon wenn er ihn sieht, dann leuchten schon seine Augen von Feuer. Dann sagt er, du hast das zu mir gesagt vor 2 Tagen. Kannst du dich erinnern? Und er sagt, nee, komm ich gar nicht. Ach doch, ja, stimmt, ja. Ja, weil ich recht hatte und du hast Unrecht. Und schon wieder das Gleiche. Passiert dauernd und es ist uns egal. Wir sind uns nicht bewusst darüber. Überhaupt nicht. Der Prophet hat es gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Wichtige Sache. Kein Mensch hält sich daran. Das nennt man Fitna. Heraufbeschwören von Fitna. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Fitna schläft sozusagen. Es gab Fitna oder gibt Fitna und die ruht sozusagen. So, der Tiger ruht, schläft. Ja, aber wenn du ihn wächst, dann wird er wach. Ja? Und derjenige, der die Fitna aufweckt, auf dem liegt ein Fluch. Allah verflucht ihn. Ganz simpel. Who is waking up the fitna, sleeping fitna, waking up through words, that one, he is cursed. He is cursed from Allah. This is very dangerous. Now, it's Maulana's words, wenn einer in seinem Herzen schmutzige Sachen behält, dann ist sein Herz, was? Eine Toilette. Eine Toilette ist ein Ort für schmutzige Sachen, ja, zum Entsorgen. Ja, wenn dein Herz schmutzige Sachen behält, dann ist es vergleichbar mit einer Toilette. Die Maulana-Sprache ist immer deftig gewesen. Ja, anyone who has dirty things, keeps dirty things in his heart, these kind of things, any kind, his heart is a toilet. You can compare. It's a toilet, that is what. And if I say to you, do you remember that you said this very bad thing and dirty thing to me? Do you remember? That means, if I say this, that I kept it all the time in my heart. And when I see him, it comes out. Ja? Wenn du zu jemandem sagst, kannst du dich erinnern, dass diese schmutzige Sache, das Wort hast du mir gesagt, ja, damals und so, und das heißt, dass ich dann die ganze Zeit das in meinem Herzen behalten habe, schön gepflegt. Du pflegst die Toilette sozusagen. Also, deswegen sagt Maulana Sheikh, erinnert euch nicht an schmutzige Ereignisse. Habt ein Herz für gute Sachen, für gute Dinge. Erinnert euch an gute Dinge der Leute und vergesst die schlechten. Sag mal das ein Normalbürger hier aus Europa. Der denkt, der ruft den Krankenwagen. They are coming to take me away, haha. Menschheit ist völlig abartig, völlig abartig geworden, total. Yes? Don't remember dirty things, don't have a heart for good things, yeah? Because if you have a heart for bad things, you cannot have a heart for good things, clear. And don't remember bad things of the people, forget them and remember good things. Ein guter Gläubiger, ja, es gibt ja so Leute manchmal, ja, die können sich an schlechte Sachen gar nicht erinnern. Ja. Und vergesst nie die guten Dinge der Menschen. Das ist Hassan, ne? In München oder wo? Was? In Bonn. In Damaskus. Wie? In Bonn. In Bonn? Nee, in Bonn ist jetzt auch kein Hassan. Bitte ich mal um Entschuldigung. Das kann nicht sein. Nee.
Ja, das sind, deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, behaltet nicht die schlechten Dinge im Herzen und wiederholt sie nicht noch nach einiger Zeit. That is the advice of the Prophet after this. Yeah? Don't keep bad things in your heart and don't repeat them. Even if you don't say to another one, you repeat it for yourself. Yeah? The people, they are looking like we look now with our faces, where we completely repeat bad things all the time. We are programmed. We are programmed. Society programmed. From our parents programmed. Because our parents did it, and the grandparents did it, and everyone does it, and everywhere, everyone is doing it. And programmed in his bed, must be bad is bad. Maybe if nothing bad happens, maybe it's happening now. If not, now I cannot see, but it's happening soon. Or yeah, but it just happened yesterday. Remember, this is a terrible state. Yes, it's a terrible state that he is asking us not to do, because he wants us to be a believer, a true believer. And a believer, he is in the now, not in the past and not in the future. Ja, ein Gläubiger ist im Jetzt, nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und das ist so wichtig, meine Gefährten, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist so wichtig, dass ich euch jetzt sofort, in dieser Nacht musste ich euch aufwecken und euch das jetzt sagen. Dann sagt es mal ein Muslim auch. Der sagt auch, woher hast du das denn her? Wo ist denn dein Zeugnis? It is important, it's so important, Prophet said, sallallahu alaihi wasallam, that I have to call you now, exactly I have to call you now and to tell it is so important. It's not important. Ask any Muslim, he doesn't know this. He's not aware of this. He says, what are you talking about? May Allah help us, inshallah, to keep this advice. For the honor of the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, honor of awliyas, honor of friends of God, and honor of the Ummah, and honor of this holy Ramadan. This is a good time to think about this in this Ramadan and to practice it. Because you don't have to speak all the time in Ramadan. No, you can, now is the last days coming. On Tuesday is the last 10 days, starting from Ramadan. If anyone making itikaf in the mosque, you may stay in the mosque. And also you can decide not to speak. You can decide not to speak. Sometimes we did that in England with Maulana Sheikh. Itikaf and then no speaking. If somebody tells you, you say, also you don't have to listen, it means also you must not listen. If any bad stuff coming, you say, my brother, or you make a sign, I'm not speaking, this is itikaf. I'm itikaf, not speaking, and also I'm not listening. Tell me after Ramadan. So you have at least a chance, for 10 days, to make your peace, make your heart up, make it good, and then to keep it, inshallah. May Allah help us, inshallah. Wa min Allah tawfiq bi hurmat al-Fatiha. Amen.